Nachdem der neue syrische Machthaber der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem überraschenden Syrienbesuch den Handschlag verweigert hat, hat der syrische Nachrichtenkanal Al-Marha nun für den nächsten Eklat gesorgt. In den auf Telegram veröffentlichten Fotobeiträgen zu Baerbocks Gesprächen in Syrien wurde die deutsche Außenministerin großflächig unkenntlich gemacht. Genauso wie eine weitere weibliche Anwesende. Al-Marha ist Sprachrohr der größten bisherigen Oppositionsbewegung in Syrien, die gerade die Macht erlangt hat. Das heißt, der Kanal steht den neuen Machthabern nahe. Über dies möchten wir unter anderem sprechen mit Max Hermes in Tel Aviv. Max, lass uns mal darüber sprechen. Kann das passieren? Darf das passieren? Oder darf so etwas nicht passieren in einer Situation? Und ist das ein Hinweis auf, ich sag mal, eine politische Ausrichtung dieser neuen Regierung in Syrien? Es ist, guten Morgen Thomas, guten Morgen Tatjana, auf jeden Fall extrem ungewöhnlich. Und wir müssen dazu sagen, dieser Kanal, ihr habt das auch angesprochen, er steht der HTS-Miliz nahe, dessen Machthaber ja jetzt in Syrien de facto die Kontrolle haben. Und ganz interessant, aber dieser Kanal ist nicht der offizielle syrische Kanal. Es gibt auch noch die Syrian Arab News Agency. Und dieser Kanal, der international vor allen Dingen auch Bilder verbreitet, der hat Annalena Baerbock nicht unkenntlich gemacht. Und das wird jetzt von einigen Experten so gedeutet, dass möglicherweise man nach innen heraus das streng muslimische, islamistische Antlitz bewahren wolle und deshalb nach innen heraus die verpixelten Bilder zeigt und da Frauen keinen allzu großen Stellwert einräumen möchte, aber nach außen wiederum dann weltoffen wirken möchte und deshalb diese Bilder dann doch in die Welt sendet. Das sind jetzt verschiedene Interpretationen. Was letztlich damit gemeint ist, kann man jetzt noch nicht ganz klar sagen. Fakt ist nur, das ist jetzt schon das zweite Kuriosum oder die zweite Geste, die in diese Richtung geht, nachdem der Handschlag Annalena Baerbock ja auch verweigert wurde vom neuen syrischen HTS-Machthaber. Er hat nur dem französischen Außenministerkollegen die Hand gegeben, Annalena Baerbock allerdings nicht. Der Franzose hat sich dazu im Übrigen auch geäußert. Er hat gesagt, er hätte sich auch gewünscht, dass man Annalena Baerbock natürlich die Hand gegeben hätte. Er sagt, das war jetzt nicht das Zentrale dieses Besuchs, aber natürlich hätte man sich das auch gewünscht aus französischer Seite. Annalena Baerbock hat das einerseits ein bisschen runtergespielt, als dass sie gesagt hat, ja, sie habe das schon so erwartet, dass das nicht so komme. Es sei schließlich ein Islamist. Allerdings hat sie auch noch mal ganz deutlich gemacht, wie wichtig Frauenrechte sind für Syrien und dass eine Zusammenarbeit auch daran geknüpft ist, dass mit Frauen und dass auch mit anderen religiösen Minderheiten zusammengearbeitet werde. Sonst ist es kaum schwer vorstellbar, dass die EU da Gelder gibt und dass auch Sanktionen gelockert werden. Max, schauen wir zu dir nach Israel. In den letzten Tagen hat es ja viel Berichte wieder darüber gegeben, wie die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas weiterlaufen. Angeblich hieß es, ja, da liegt jetzt was in der Luft. Wie ist der aktuelle Stand? Ja, es scheint sich jetzt wieder Hinweise zu verdichten, dass die Verhandlungen in eine neue Phase wieder übergehen, die etwas intensiver ist. Es wird jetzt berichtet, dass nachdem zunächst eine Delegationsebene nach Katar gereist ist, wo ja verhandelt wird, dass jetzt diese Ebene erst einmal gering war, aber dass jetzt auch der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad in Katar erwartet wird, entweder heute oder morgen, und auch ein hochrangiger US-Vertreter jetzt diesen Gesprächen beiwohnen könnte. Das deutet darauf hin, dass da eine höhere Ebene jetzt erreicht werden könnte und dass man konkreter in die Details geht. Es zirkuliert eine Liste von 34 Namen. Diese Liste, darum gibt es einige Spekulationen. Die einen sagen, es sei eine Liste, die die Hamas herausgegeben hätte mit 34 Namen von israelischen Geiseln. Israel wiederum sagt, es habe keine Liste von der Hamas bekommen mit solchen Namen. Israel hatte das ja gefordert. Die Interpretation ist jetzt, dass diese 34 Namen der rund 100 Geiseln, die noch im Gazastreifen sind, dass das eine alte israelische Liste ist und dass die Hamas jetzt daran arbeitet, einige dieser Namen zu verifizieren. Wo halten sie sich auf im Gazastreifen? Sind sie noch am Leben? Und dass dass von dieser Liste dann einige Geiseln befreit werden könnten. Aber das zum jetzigen Zeitpunkt alles Spekulationen. Es werden die unterschiedlichsten Dinge auch hier von israelischen Medien hereininterpretiert. Fakt ist nur, nachdem auch jetzt noch einmal ein Video aufgetaucht ist, einer 19-jährigen Geisel von den Hamas-Terroristen aufgenommen, in dem sie in einem desolaten Zustand zu sehen ist, in dem sie auch so zu sehen ist, dass die Familie darum gebeten hat, dass dieses Video gar nicht veröffentlicht wird und wo die Familie gesagt hat, wir hätten uns ein anderes Lebenszeichen von ihr gewünscht, nämlich diese starke Frau, die ist jetzt gebrochen und wir sind zwar froh, dass sie jetzt dann am Leben ist, aber letztlich eine gebrochene Frau und da der dringende Appell auch nochmal an Ministerpräsident Netanyahu, die Geiseln müssen jetzt im Zuge der aktuellen Verhandlungsrunde zurückgeholt werden.
Max Hermes, Dankeschön nach Tel Aviv.